Was genau ist eigentlich ein Gravelbike? Wie fühlt sich's an? Und worauf solltest du beim Kauf achten? Wir schauen uns in diesem Video mal ein paar Fragen zu Gravelbikes genauer an. Vielleicht suchst du gerade für dich ein Gravelbike oder jemand in deiner Umgebung fragt sich diese vermeintlich doofen, einfachen Fragen. Wir versuchen auf jeden Fall mal in diesem Video nicht ganz so doofe Antworten darauf zu geben. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix und ich habe hier auf dem Kanal in den letzten Jahren so an die 100 verschiedene Gravelbikes getestet. Und mein Erfahrungsschatz soll so ein bisschen in die Antworten der einzelnen Fragen mit reinfließen. Was ist jetzt also ein Gravelbike? Ein Gravelbike, könnte man sagen, ist so ein Rennrad mit breiten Reifen, etwas breiterem Lenker und einen etwas nach außen gestellten Unterlenker, den man dann Flair nennt. Außerdem sitzt man etwas aufrechter als auf einem Rennrad und der Untergrund kann dadurch etwas ruppiger, etwas grobschottriger sein als mit einem Rennrad. Mit einem Rennrad fährst du ja klassischerweise auf der Straße und das ist zum Teil dann auch super gefährlich, weil du dir dann die Straße mit Autos oder ganz vielen anderen nicht ganz so einsichtigen Verkehrsteilnehmern teilst. Mit dem Gravelbike bist du dann etwas flexibler, kannst auch auf der Straße fahren, hingegen nicht so schnell wie mit einem Rennrad, kannst aber auch hier zum Beispiel auf dem Feldweg super gut fahren und musst dir im Vorfeld nicht ganz so viele Gedanken machen über deine Route. Wenn du jetzt aber vorhast, besonders abwegige Trails bzw. gefährliche Stellen und Sprünge auch zu fahren, dann wärst du vielleicht mit einem Hardtail Mountainbike oder einem Fully besser beraten. Es gibt allerdings auch Gravelbikes mit Federgabeln und ja, spätestens hier wird es dann super verwirrend, was die Vielzahl an verschiedenen Gravelbike-Auswahlmöglichkeiten gibt. Wenn du dich jetzt anfängst mit dem Gravelbiken zu beschäftigen, dann solltest du dich als erstes fragen, wie weit willst du fahren, wie viel Erfahrung bringst du beispielsweise im Fahren mit solchen gebogenen Rennradlenkern, die nennt man Dropdown-Lenker mit, und was hast du tatsächlich vor? Willst du Bikepacking damit machen? Willst du schnelles Graveln vor allem damit machen? Oder willst du einfach alles damit abdecken und besonders pendeln? Und das Rad sollte nicht zu teuer sein, falls es dann doch mal beispielsweise in der Stadt blöderweise geklaut wird. Es gibt, wenn man auf das ganze Spektrum der Gravelbikes blickt, 3 Überkategorien: sehr schnelle Gravelbikes, Allround-Gravelbikes und eher Bikepacking-orientierte Gravelbikes. Die Bikepacking-orientierten Gravelbikes haben eine eher komfortable Geometrie, dadurch sitzt du sehr aufrecht, kannst dich auf langen Strecken auch angenehm im Sattel halten, hast viele Anschraubpunkte für Gepäck. Und die schnellen Race-Gravel-Bikes, die haben eine Geometrie, die an Rennräder orientiert ist. Beispielsweise wie hier sieht man, dass die Sattelüberhöhung, also wie stark der Sattel über dem Vorbau positioniert ist, eher sportlich, aggressiv, nach vorne geneigt ausgerichtet ist. Und damit bist du dann auf kurzen Strecken super schnell unterwegs. Allerdings tut dir dann irgendwann mal der Rücken bzw. der Nacken weh, wenn du da nicht so ganz trainiert bist. Die Einstiegs-Gravelbikes sind meistens in der Mitte positioniert. Da hast du eine eher entspannte, aufrechte Sitzhaltung drauf und die kommen meistens dann auch mit einem Aluminiumrahmen. Aluminium ist ein bisschen günstiger als Carbon, hat den Nachteil, dass es ein bisschen schwerer ist, hält allerdings Kratzer und sowas ein bisschen besser aus und bringt dir vielleicht als Einsteiger erstmal den großen Vorteil, dass du dich einfach mal rantasten kannst, ohne der Gefahr, dass du sehr viel kaputt machst. Wenn du dich für ein Carbonrad entscheidest, dann sind die Räder meistens deutlich teurer, deutlich leichter und auch deutlich komfortabler, weil Carbon einfach ein bisschen besser arbeiten kann als jetzt Alu. Preislich fangen die Einstiegsräder so bei 1000, 1200 Euro an und gehen dann hoch bis, ja, da sind eigentlich keine Grenzen. 10.000 ist schon verdammt viel, gibt aber auch Räder, die kosten 12.000 Euro. Das muss allerdings nicht sein. Wenn du ein Rad suchst, was günstiger ist als 1.000 Euro, dann würde ich eher im Gebrauchtmarktsegment schauen und dabei vor allem gucken, dass der Antrieb auch gut erhalten ist. Dann kannst du ein richtiges Schnäppchen machen. Der Antrieb ist dieses Gerät hier vorne, also Kette, Kettenblätter und Ritzelpaket hinten. Und auch das ist wichtig, wie du dich auf dem Rad fortbewegen kannst. Beim Graveln gibt es
anders als beim Rennrad auch die Option, dass du vorne nur ein Kettenblatt fährst. Das macht das Schalten ein bisschen einfacher, das macht das Rad ein bisschen unkomplizierter und dadurch günstiger. Aber es kann deinen Einsatzzweck verfehlen, wenn du beispielsweise vorhast, sehr viel bergauf zu fahren. Dann kann es für dich auch cool sein, wenn du auf ein Gravelbike zurückgreifst, was 2 Kettenblätter vorne hat. Der Hintergrund ist, hinten sind dann einfach die Gangsprünge zwischen den einzelnen Ritzeln nicht so groß und damit kommst du dann auch steile Berge und lange Anstiege immer mit der richtigen Trittfrequenz, die für dich eben passend ist, hoch. Ein weiterer sehr großer Unterschied, vor allem preislich zwischen den einzelnen Rädern, ist dann, ob elektronisch oder mechanisch geschalten wird. Elektronische Schaltungen haben den großen Vorteil, dass du mehrere Gänge gleichzeitig schalten kannst, dass das Schalten meistens sehr viel flüssiger geht, dass das Einstellen des Schaltwerks auch teilweise dann über eine App relativ einfach geht. Sie sind allerdings deutlich teurer und wenn da mal irgendwas kaputt geht, wird es dann auch schnell mal etwas komplizierter im tiefen Wald. Mit den mechanischen Schaltungen kommst du im Anfang auf jeden Fall sehr gut zurecht und du wirst erstmal nichts vermissen. Und auch wenn du dich ein bisschen handwerklich geschickt erweist, dann hast du auch deine Freude am mechanischen Schaltwerks einstellen. Ja, das ist mal so ein grober Überblick über alles, was Gravelbikes angeht. Wenn du jetzt weitere Fragen hast, dann schreib die uns gerne in die Kommentare und ich versuche die im Laufe der nächsten Zeit zu beantworten. Und teile das Video auch gerne mit Freunden, die gerade auf der Suche sind nach einem Gravelbike. Viel Spaß beim Graveln, genießt den Sommer, euer Felix, bis bald.